Generell sind die italienischen Fahrzeuge einfach von der Optik sehr schön. Sie sind zwar nicht so perfekt, die haben alle ihre Marotten, ihre Macken und genau das macht sie eigentlich liebenswert. Mein Name ist Alexander Wöhr, ich bin 47 Jahre alt und ich fahre einen Ferrari F430 Spider. Also die Faszination Auto hat bei mir angefangen eigentlich schon im Säuglingsalter, weil es gibt Fotos von mir, wo ich zum Beispiel auf so einem Fahrzeug, wie jetzt links vor mir steht, in der Babywindel auf der Motorhaube liege. Das Ganze ist dann weitergegangen, weil zum Beispiel mein Vater eine Kfz-Werkstatt hatte, der hat ziemlich viel mit italienischen Fahrzeugen zu tun gehabt, auch Restaurationen, Reparaturen und so gemacht und so blieb mir praktisch gar nichts anderes übrig, wie mit dem Virus Autos infiziert zu werden. Also mein Herzstück ist mein Alfa Romeo 147 GTA. Den habe ich damals aufgebaut, weil ich in sehr vielen Tuning-Zeitschriften halt Fahrzeuge gesehen habe, die ich ganz toll fand und wo ich auf den ersten Tuning-Messen war, habe ich die Fahrzeuge in live gesehen und habe gedacht, das kann ich auch besser machen. Habe dann eigentlich jedes Jahr an der Tuning World Bodensee teilgenommen, weil ich das eigentlich immer eine sehr schöne Atmosphäre dort gefunden habe. Da hat man dann auch jedes Jahr bei den Show and Shine Contests verschiedene Kategorien gehabt für die italienischen Fahrzeuge. Da war ich immer sehr gut vertreten, manchmal alle ersten Plätze und dann manchmal sogar noch die zweiten Plätze dazu. Also ich habe den Traum ja schon lange gehegt, mir einen Ferrari zu kaufen, aber schlussendlich ist es natürlich auch immer eine finanzielle Belastung und das überlegt man sich schon dreimal, ob man das auch wirklich machen möchte. 2016 habe ich dann aber eine schwere Erkrankung hinter mich gebracht und das war für mich so das Zünglein an der Waage zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Das Leben ist viel zu kurz, man sollte es jetzt leben, solange es noch geht und deshalb habe ich mich damals dazu entschieden, doch diese Investition zu tätigen, mir so ein Auto zu kaufen. Also am meisten gefällt mir an dem Auto einfach der Mythos, den es mitbringt, die Emotion, den es mitbringt. Was ich auch super wichtig finde, ist, dass es noch ein Saugmotor ist, kein aufgeladener Motor. Dadurch natürlich auch eine ganz andere Akustik von dem Fahrzeug ausgeht. Das, was natürlich noch nicht so toll ausgereift ist, ist das F1-Getriebe, das halt einfach im Entwicklungsstand vor 20 Jahren rennsporttauglich das Optimum dargestellt hat, heute im Vergleich zu einem Direktschaltgetriebe natürlich oldschool ist. Aber auch das macht dieses rohe Fahrerlebnis von dem Fahrzeug aus, dass einfach nicht alles so perfekt ist, dass es halt auch mal einen Ruck gibt beim Schaltvorgang, dass die Abgasklappen, wenn sie offen sind, halt eine infernalische Geräuschkulisse bilden. Das macht das Auto aus und das macht den Charakter von dem Auto aus. Also verändert baulich habe ich das Fahrzeug nicht nur optisch, sondern auch technisch. Das heißt, da ist ein KW Variante 3 drin. Zusätzlich ist ein HLS 4 mit Dropkit verbaut, dass man im Endeffekt im normalen Fahrzustand das Fahrzeug anheben kann dann die volle Performance genießen, kann es aber dann beim Abstellen so weit runterlassen, sage ich jetzt mal, dass es einfach fett aussieht. Also klar, wenn man Ferrari tunt, ist man immer, wie soll ich sagen, der Outlaw in der Ferrari-Klientel, weil natürlich die meisten das als Investition sehen und dementsprechend das Fahrzeug nicht verändern, sondern das immer original belassen. Und es war eigentlich bei den Fahrzeugen immer so, dass es für mich nicht vollendet war, weil der Fahrzeug ist ja grundsätzlich immer so konstruiert, dass es halt alltagstauglich ist, deswegen muss man Kompromisse eingehen und ich wollte eigentlich, dass immer die Optik im Vordergrund steht und es kompromisslos dadurch wird und auch vollendet. Also am liebsten fahre ich eigentlich Landstraße mit dem Fahrzeug. Hier gerade die Löwensteiner Berge gibt es in der Umgebung sehr viele Motorradstrecken und auch Bergrennstrecken, wo man eigentlich die Performance von dem Auto optimal ausleben kann. Aktuell hat es mich ja wieder eingeholt, leider dieser gesundheitliche Impact. Und da ist es natürlich schon immer schön, wenn man mal wieder die Seele baumeln lassen kann, ein bisschen abschalten kann und dann einfach sich ins Auto setzt und ein paar Kilometer kurvenreiche Strecken hinter sich bringt, um einfach sich aufs Fahren zu konzentrieren und den Alltag komplett auszublenden.